Moin! Für uns geht es jetzt ein paar Tage nach Istanbul. Und wir haben natürlich versucht, so viel es geht, von der größten europäischen Stadt zu sehen. Dabei dürfen natürlich die berühmten Moscheen, türkische Basare und eine Tour über den Bosporus nicht fehlen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Two souls in Neverland, 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 Neverland. In circa 2,5 Stunden fliegen wir von Hamburg nach Istanbul mit Pegasus Airlines. Entweder landet ihr wie wir am alten Flughafen Sabiha Gökçen oder am neuen Flughafen, dem Airport Istanbul. Wir sind übrigens mit dem Taxi vom Flughafen in die Stadt gefahren. Man fährt so circa 1 Stunde und wir haben um die 40 € bezahlt. Der circa 30 Kilometer lange Bosporus ist nicht nur die Grenze zwischen Europa und Asien. Er teilt auch Istanbul in den europäischen und asiatischen Teil. Wir wollen uns hauptsächlich den europäischen Teil anschauen und deshalb liegt auch hier unser sehr zentrales Hotel. Die erste Sehenswürdigkeit, die wir uns anschauen wollen, ist der Galata-Turm. Auch dieser befindet sich übrigens ganz in der Nähe unseres Hotels. Der Turm wurde schon im Jahre 1348 erbaut und ist in etwa 47 Meter hoch. Heute dient er als Museum mit Aussichtsplattform. Möchte man da hoch, muss man allerdings ganze 30 € bezahlen. Das war uns ein bisschen zu teuer, deshalb haben wir uns mit der Aussicht von unten begnügt und die Drohne steigen lassen. Gerade abends mit der schönen Beleuchtung und der belebten Umgebung hat es uns hier wirklich besonders gut gefallen. Jetzt wollen wir uns eine sehr, sehr große und ganz bekannte Einkaufsstraße anschauen, nämlich die Istiklal Caddesi. Sie ist eine der bekanntesten Straßen Istanbuls und wirklich ein lebendiges Zentrum für Kultur, Shopping und Gastronomie. Auf den gut 1,4 Kilometern kann man wirklich wunderbar entlang spazieren. Oder man steigt in die historische Straßenbahn. Seit 2025 wird diese sogar batteriebetrieben. Definitiv gilt hier, dass die Straße umso voller wird, je später die Tageszeit ist. Besonders gut haben uns aber die vielen kleinen Seitenstraßen gefallen. Hier findet man viele coole Hinterhöfe und Restaurants oder Bars. Wir sind hier während unseres Aufenthalts wirklich immer mal wieder gelandet, egal ob tagsüber oder abends und egal ob für eine Kleinigkeit zu essen oder einen Drink bei Live-Musik. Am Ende der Straße kommt man auf den sogenannten Taksim-Platz, ein wirklich berühmter Platz für Einheimische und auch Touristen. Besonders bekannt ist er für sein Cumhuriyet-Monument, eine Erinnerung an die Türkische Republik. Wir machen uns jetzt auf zum Stadtteil Ortaköy. Dieser Stadtteil liegt direkt am Bosporus und ist bekannt für seine charmanten Straßen und die gemütlichen Cafés. Ortaköy ist ein beliebter Ort, um spazieren zu gehen, den Blick auf das Wasser zu genießen oder in den vielen Restaurants und Bars die türkische Küche zu probieren. Man sieht dort auch die Ortaköy-Moschee. Diese liegt malerisch am Wasser und bietet einen tollen Blick auf den Bosporus und die Brücke, die den europäischen mit dem asiatischen Teil Istanbuls verbindet. Für uns geht es jetzt zum Galata-Port. Das ist ein beliebter Hafenbereich, der recht neu angelegt ist. Der Hafen ist ein lebendiger Treffpunkt, der eine schöne Mischung aus maritimer Atmosphäre, Restaurants, Cafés und Museen bietet. Hier würdet ihr übrigens auch ankommen, wenn ihr mit dem Kreuzfahrtschiff nach Istanbul kommt. Man kann hier auf jeden Fall mal einen entspannten und schönen Spaziergang am Wasser machen. Und ein kleiner Tipp von uns, auf der Terrasse des Modern Art Museum kann man super lecker essen, einen kleinen Drink genießen und die Aussicht natürlich ebenfalls. Wir laufen jetzt über die Galata-Brücke. Sie verbindet den europäischen Teil der Stadt mit dem Stadtteil Galata. Sie ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg für den Autoverkehr, sondern man kann eben auch zu Fuß drüber laufen. Den ganzen Weg über sieht man sehr, sehr viele Angler, die dort nebeneinander stehen und versuchen, den besten Fisch des Tages zu fangen. Man sieht von dort aus auch super die Skyline von Istanbul und die historische Altstadt. Ganz witzig fanden wir übrigens, dass man nicht nur oben, sondern auch unten laufen kann. Da findet man dann das ein oder andere Restaurant. Bei einem Besuch in der Türkei darf natürlich ein Basar nicht fehlen. Wir gehen zunächst auf den ägyptischen Basar.
Dieser ist besonders bekannt für seine Vielzahl an Gewürzen, Kräutern, Nüssen, Trockenfrüchten und Süßigkeiten. Auch wir haben uns hier natürlich treiben lassen und die Düfte und Farben der türkischen Küche genossen. Naja, und ein kleines Souvenir in Form von einem leckeren Tee und ein paar Nüsschen durfte dann auch nicht fehlen. Jetzt hat uns das Basarfieber gepackt und wir ziehen weiter zum großen Basar, dem größten und ältesten überdachten Markt der Welt. Bereits der Weg dorthin ist aber irgendwie schon ein Basar für sich. Auch hier findet man schon viele Händler mit ganz vielen unterschiedlichen Artikeln. Angekommen im großen Basar findet man dann wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Sachen. Wunderschöne türkische Dekorationen, handbemalte, bunte Geschirrartikel und natürlich ganz, ganz viele Klamotten. Die Händler hier waren lange nicht so aufdringlich, wie wir das befürchtet hatten. Ein einfaches Nein und ein nettes Lächeln reichen auf jeden Fall aus. Und natürlich wird es auch niemanden überraschen, dass man hier viele gefälschte Artikel angeboten bekommt. Ob man darauf Lust hat oder nicht, das soll dann jeder selbst entscheiden, aber passt ein bisschen auf beim Zoll. So, jetzt aber genug mit Shopping und wieder ein bisschen kulturelle Eindrücke genießen. Auf geht's zur Blauen Moschee. Diese ist auch bekannt als Sultan Ahmed Moschee. Erbaut wurde sie im frühen 17. Jahrhundert und sie ist bekannt für ihre beeindruckende Architektur und die vielen blauen Fliesen, die die Innenwände schmücken. Bevor ihr dort hineingeht, achtet ein bisschen auf die offiziellen Einlasszeiten für Besucher. Diese richten sich nämlich nach den Gebetszeiten, wo die Moschee dann für Zuschauer geschlossen ist. Wir würden euch empfehlen, früh morgens zu gehen, da dann noch nicht so viele Besucher da sind. Eintritt kostet die Moschee übrigens keinen. Ganz in der Nähe befindet sich die Hagia Sophia. Ursprünglich wurde sie im Jahr 537 als byzantinische Kirche erbaut. Lange Zeit war sie dann die größte Kirche der Welt. Später wurde sie dann allerdings in eine Moschee umgewandelt, nachdem Istanbul osmanisch erobert wurde. Besonders bekannt ist sie für ihre riesige Kuppel, die als architektonisches Meisterwerk gilt. Dadurch, dass sie zum Teil als Kirche und zum Teil als Moschee genutzt wurde, findet man im Inneren ganz viele verschiedene Mosaike, die eben auf beide Zeiten hindeuten. Die Hagia Sophia ist wohl die berühmteste Attraktion in Istanbul. Eintritt muss man 25 € bezahlen und auch hier würden wir euch empfehlen, recht früh morgens schon da zu sein. In den 25 € ist übrigens auch der Eintrittspreis für das Museum enthalten. Auch dieses finden wir besonders empfehlenswert, da man hier wirklich ganz, ganz viele interessante Infos über die Geschichte der Hagia Sophia lernt. Deshalb macht es aus unserer Sicht auch Sinn, zuerst ins Museum und dann in die Moschee zu gehen, denn dann kann man mit dem ganzen Wissen, was man erlernt hat, die Hagia Sophia bestaunen. Direkt angrenzend findet man noch den Topkapi-Palast, den wir auch ganz gerne besichtigt hätten. Leider waren die Schlangen so lang und der Eintrittspreis recht hoch, dass wir dann doch darauf verzichtet haben. Gleiches galt übrigens für den Dolmabahce-Palast. Auch hier war der Eintrittspreis so hoch und die Schlange so lang, dass wir ihn von unserer Liste streichen mussten. Vielleicht habt ihr bei eurer Istanbul-Reise ja ein bisschen mehr Glück und die Schlangen sind nicht ganz so lang. Dann würde sich ein Besuch sicherlich lohnen. Wenn ihr am Topkapi-Palast seid, solltet ihr aber unbedingt in den Gülhane-Park gehen. Dieser Park ist wirklich ein wunderschöner historischer Park, der einst Teil der königlichen Gärten war. Besonders bekannt ist er für seine gepflegten Gärten, die schattigen Wege und die vielen verschiedenen Blumenbeete. Er ist ein wirklich beliebter Ort für Spaziergänge, Picknicks und um einfach die Natur zu genießen. Unser Highlight war der Besuch im Stadtviertel Balat. Balat ist bekannt für seine reiche Geschichte, die vielen bunten Häuser und die kulturelle Vielfalt. Früher war es ein bedeutendes jüdisches, griechisches und armenisches Viertel. Heute ist es ein beliebtes Ziel für Besucher, die die authentische Atmosphäre und die engen Gassen mit seinen historischen Gebäuden erkunden möchten. Man findet so viele verschiedene farbenfrohe Fassaden, charmante Cafés und kleine Boutiquen. Das macht total Spaß, hier durchzulaufen. Balat ist auch bekannt für seine kreative Szene, Street Art und die Möglichkeit, lokale Handwerkskunst zu entdecken. Für Balat sollte man also ein bisschen Zeit einplanen, um in Ruhe hier durchzulaufen.
Südlich vor Istanbul liegen die sogenannten Prinzeninseln. Und da wir sowieso vorhatten, eine Bosporus-Tour zu machen, nutzen wir die Fähre von Kabataş, um auf die erste dieser Prinzeninseln zu kommen. Nach einer Dreiviertelstunde Fahrt kommt man auf der ersten Insel Kinaliada an. Der Blick auf Istanbul vom Wasser aus ist wirklich super schön und beeindruckend. Und besonders auch die Möglichkeit, die asiatische Seite mit ihrer beeindruckenden Skyline zu sehen, hat uns hier besonders gut gefallen. Die kleine Insel selber besticht dann auf jeden Fall vor allem mit ihrer ruhigen Atmosphäre. Abseits vom Istanbuler Stadttrubel kann man hier mal ein paar Minuten durchatmen und die Ruhe genießen. Insgesamt leben auf Kinaliada gerade mal 3.300 Einwohner. Im Sommer wird es auf den Inseln allerdings ein wenig voller, denn viele haben hier eines dieser schönen Ferienhäuser. Insgesamt eignet sich die Fährfahrt und die Besichtigung von mindestens einer dieser Prinzeninseln wirklich, um einen schönen, entspannten Tag oder Nachmittag zu haben. Wir würden euch das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch mal ein bisschen was anderes von Istanbul kennenlernen wollt. Zu guter Letzt wollen wir euch wie immer ein paar Gastro-Empfehlungen mit auf den Weg geben. Beginnen wollen wir mit dem leckersten Frühstück, was wir hier in Istanbul gegessen haben, nämlich in dem kleinen Lokal Galata Süela. In der Nähe des Galata-Turms bekommt man hier ein traditionelles und wirklich sehr, sehr leckeres türkisches Frühstück. Die Portionen sind wirklich groß und man wird auf jeden Fall satt. Wenn man zwischendurch Lust hat, mal ein bisschen die Sonne zu genießen und vielleicht ein kühles Getränk zu sich zu nehmen, dann würden wir euch das The Hangar empfehlen. Ein sehr modernes Restaurant, wo man auf jeden Fall auf den mehreren Etagen eine tolle Atmosphäre genießen kann. Auch übrigens von oben auf der wunderschönen Terrasse. Will man abends traditionell türkisch essen, dann gibt es hier wirklich zahlreiche gute Restaurants. Uns hat das Pera Istanbul gut gefallen. Wir haben hier wirklich sehr lecker gegessen, wurden satt und sehr, sehr höflich bedient. Damit geht sie auch schon zu Ende, unsere Zeit hier in Istanbul. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch unser Video gefallen hat. Wenn ihr Tipps oder Infos über Istanbul habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns auf unseren Reisen begleitet und den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Two souls in Neverland, 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 Neverland.